Du bist eine Seele und du erschaffst deine Inkarnationen. Und mit deinen Inkarnationen, die du erschaffst in der materiellen Welt, erschaffst du Fokus und benötigst du Fokus. Und der Fokus hat ein Symptom und das ist der Verstand. Und der Verstand wird auch manchmal als Geist bezeichnet. Oder deswegen gibt es ja auch Geisteskrankheit, Verstandeskrankheit. Also zumindest in der deutschen Sprache wird es so genannt. Heißt kurzerhand, der Verstand, der Geist, das ist das Symptom von Fokus und Fokus benötigst du, um eine Inkarnation in der materiellen Welt zu erleben. Aber in all dem bist du immer noch deine Seele und du musst keinen Eintritt bezahlen, weil du erschaffst es. Du erschaffst deine Inkarnation und zwar jeden Moment. Und zwar so lange, wie du es möchtest. Und wenn du es nicht mehr möchtest, dann leitest du den Prozess der Transformation ein. Und der Prozess der Transformation, auch Tod genannt, ist eine Desillusionierung einer Realität. Die Seele ist die Essenz aus all den Ideen und Konzepten und all den Erfahrungen, die daraus entstanden sind. Das ist die Seele. Das heißt riesig, riesig, riesig. Und es sind wirklich ein ganzes Konstrukt aus allen Ideen und Konzepten, die ihr habt, also Gedanken, Wünsche, Inspirationen, die ihr habt, die ihr von Anbeginn eurer Existenz erzeugt habt. Und daraus resultieren alle Erfahrungen in allen Ebenen, die ihr gemacht habt und die ihr hier also je erfahren habt, sind hier in eurer Seele gespeichert. Das ist eure Seele, also die Essenz von allem, was existiert in euch, als ihr. Nicht als Mensch, sondern Seele. Das ist das Simpelste, was ich euch beschreiben kann als Seele. Das ist alles. Auch Raum und Zeit existieren in euch als Seele. Aber hört noch mal auch am Anfang, weil ich hier auch noch mal die Perspektive mit dazu gesagt habe. Und es gibt keine direkten jungen oder alten Seelen. Es gibt nur Seelen, die viel erfahren wollen und viele Ideen und Konzepte haben und Seelen mit wenigen Ideen und Konzepten. Und es gibt Seelen aus diesem Universumsspektrum und dann gibt es alternative, andere Universen mit nochmal anderen Seelenstrukturen. Ist oft so, dass die Seele das Konzept noch von Schuld und Verurteilung und auch Karma in sich hat. Karma existiert nicht, aber es existiert die Kraft der Kreation, die Kraft der Spiegel und die Kraft der Resonanz. Nämlich du erschaffst und zwar permanent, immer und immer und immer wieder. Und wenn du in dir dich schuldig fühlst wegen etwas, was du in einer anderen Kreation getan hast, dann kann diese Schuld sich in Schwere oder in Krankheit manifestieren, zum Beispiel. Aber es ist kein Karma, sondern es ist die Schuld, die du in dir empfindest für etwas, der Widerstand, der Konflikt, der daraus resultiert. Aber es gibt kein kosmisches Gesetz von Karma. Also es gibt nichts, was euch aufobstruiert wird, weil ihr etwas getan habt. Das ist einfach nicht richtig so. Aber es gibt das Konzept, besser nicht das Konzept, es gibt das Gesetz von Resonanz, nämlich die Struktur, die entsteht, wie ihr erschafft. Wenn ich von einem Gesetz spreche, dann weil es in der absoluten Architektur der Realität so stattfindet. Wenn ihr zum Beispiel hier in diesem Menschen, der eine Co-Kreation eurer Seele und unterschiedlichen Leben ist, zum Beispiel ein Thema oder viele Themen habt und unterdrückt und verdrängt, dann kann das einen starken Druck auf euren physischen Körper auslösen, durch das Blockieren von dem normalen Fluss an Energie. Normalerweise fließen Energien. Wenn ihr aber im Widerstand seid und im Kampf, dann fließen die Energien nicht, dann erzeugt das Druck. Das erzeugt früher oder später in dem Druck einen Druckpunkt, eine Blockade. Und wenn diese Blockade nicht gelöst wird oder weiter bekämpft und verdrängt wird, dann kann daraus durch den Mangel an Fluss von Energie eine Krankheit entstehen. Das heißt, hier
sind es verschiedene Faktoren, die ko-kreieren und eine Krankheit erschaffen. Heißt einmal die Idee von Schuld in einer Seele. Als nächstes die Verdrängung und der Kampf gegen die eigenen Energien, Emotionen, Kreationen. Und dann, wenn nicht nur gekämpft wird, sondern die Stagnation aufrechterhalten wird, dann entsteht Krankheit. Das ist eigentlich dann schon das Alarmsignal für den Körper, besser für den Menschen, einmal hinzugucken, was ist denn hier in diesem kranken Areal meines Körpers eigentlich gespeichert. Manchmal kann es auch passieren, dass ein paralleles Leben ein Leiden hat und dieses parallele Leben so stark dieses Leben ko-kreiert, dass dieses Leiden wie eine Art Reflexion in diesem Körper sich zeigt. Aber hier, wenn es sich zeigt und der Mensch sich entscheidet, eine Schlüsselinkarnation zu sein, eine Schlüsselinkarnation entsteht dann, wenn ein Mensch oder ein menschliches Bewusstsein in Ko-Kreation mit der Seele tritt, in Herzkohärenz geht, heißt, Bewusstsein geht ins Herz und der Mensch beginnt als seine Seele zu reagieren und zu agieren. Dann entsteht eine Schlüsselinkarnation, kann diese Schlüsselinkarnation alle Leben auch beginnen zu heilen durch den Prozess von Realisierung. Aber hierzu nochmal in die Tiefe reinzutauchen, da haben wir ganz, ganz viel schon auf YouTube und dafür gibt es auch nochmal mehrere Kurse, um in die Materie abzutauchen und zu schauen, wie ist denn hier die Metaphysik der Ko-Kreation.